Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute soll es soweit sein. Hoffentlich schaffen wir heute die Stufe 550 live im Video. Ich weiß, das sieht nicht nach sehr viel aus, aber es ist noch ein bisschen Erfahrung, was uns hier fehlt. Wir haben jetzt hier momentan 1,469 Milliarden Erfahrung und 1,5 Milliarden Erfahrung brauchen wir ja. Also man kann es schaffen, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was dafür tun. Als erstes holen wir mal die Akademie ab und versuchen vielleicht mal in einem Free Try oder so. Nö, können wir vergessen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem an, was uns am meisten Erfahrung bringt. Und zwar ist das im Prinzip die Daily Quest gemischt mit den Arena Kämpfen pro Tag. So, von den normalen Alu-Spielen bekomme ich jetzt ja nicht mehr so viel Erfahrung. Ja, das geht sogar noch einigermaßen hier, sonst sieht das teilweise noch schlimmer aus. Ne? Wenn das Gold ein bisschen höher ist, dann falle ich dabei zu einer 2 Minuten 30 Quest auch gut und gerne mal unter 100.000 Erfahrung. So, und wir müssen hier 3 Gegenstände beim Schmied zerlegen. Ich drehe mal ein bisschen die Lautstärke noch ein bisschen hoch hier. Ja, das heißt für mich, wir gucken jetzt erstmal ins Glücksrad, spammen hier durch und schauen, ob wir hier vielleicht ein paar Gegenstände bekommen. 2 Stück, so wie es aussieht, haben wir hier bekommen. Das heißt, den können wir zerlegen, zack, und den können wir zerlegen. So, und dann fehlt uns jetzt nur noch im Prinzip ein Gegenstand, damit wir hier die Daily Quest auch abgeschlossen haben. Ne? So, wir schauen mal in den Shop, weil ich habe hier heute noch gar nichts weiter gemacht, großartig. Da ist aber nichts, deswegen... Oh, da haben wir schon den dritten Gegenstand, ist natürlich sehr nice. Ja, und nehmen hier die nächste 2 Minuten 30 Quest an. Ich nehme eigentlich fast nur noch 2 Minuten 30 Quests an. Trotzdem immer schauen, meistens lohnen sich auch andere Quests mehr. Aber zum Beispiel jetzt wie hier, 10 Minuten ist vergoldete Alu, sind 7 Minuten 30 Alu, die vergoldet sind einfach. Die sieht genauso kacke aus. Die ist also, ne, die ist sogar noch ein bisschen schlechter. Und die 2 Minuten 30 Quest, die lohnt sich hier in der Differenz, lohnt sich das auf jeden Fall am meisten, die anzunehmen. Deswegen, ne, so 5 Minuten Quests nehme ich noch häufig an, weil da komme ich meistens so ans Goldcap, was auch wieder nicht so gut ist. Im Vergleich zu der 2 Minuten 30 Quest hier natürlich das Goldeinkommen deutlich höher. Ne, Erfahrung jetzt nicht so dolle, aber nutzt mir sowieso nicht mehr viel die Erfahrung, weil ich immer weiter absacke, ne, was mein Erfahrungseinkommen angeht. Deswegen spiele ich schon bestimmt jetzt seit 10, 20 Leveln nur pur auf Gold und das sind meistens dann die kurzen Quests. So, deswegen level ich in letzter Zeit auch nicht mehr so schnell. Dafür steigen aber meine Statpunkte rasant an. Ja, so, und dann zerlegen wir auch mal diesen Gegenstand hier und dann haben wir auch schon hier tatsächlich die Daily abgeholt. 10 Millionen Erfahrung, das ist sehr, sehr viel auf jeden Fall für mein Level. Und das kriege ich so durchs normale Spielen eigentlich fast gar nicht mehr so zusammen, wenn man sich mal so die Quests anschaut, was ich da denn an Erfahrung so bekomme. Deswegen, ne, aus der normalen Alu wirklich nur noch das Gold rausholen und das hat das Haupteinkommen von mir, was Erfahrung angeht, ist halt wirklich jetzt mittlerweile die Daily Quest gemischt mit den täglichen Arena-Angriffen. Ja, es hört sich komisch an, weil eigentlich ist ja die Alu das, was einen voranbringt, aber mittlerweile wirklich sind es eher diese Nebensachen, die einen voranbringen, anstatt die Haupt-Alu wirklich selbst. So, gut, da wir aber noch ein bisschen Alu trotzdem noch haben, gönnen wir uns das natürlich auch, ne? Und werden hier natürlich auch alles Mögliche annehmen, dass wir hier auch weiter vorankommen und dass wir eventuell auch das Level hier heute schaffen, ne? So. Hier nehmen wir mal 8, ja 16. Ich rechne das dann immer mit einer 5 Minuten Quest, also da hatte ich eben 8, ne, Millionen bekommen bei der 2 Minuten 30, bei der 5 Minuten Quest habe ich 15, ne, und 8 mal 2 sind 16, also würde ich da dann ein bisschen mehr rausbekommen aus der 2 Minuten 30 Quest als aus der 5 Minuten Quest an Gold, ne, so, also das ist immer so meine Vorgehensweise, wie ich da so rangehe, ne, hier natürlich das gleiche Beispiel, 2 Minuten 30, ne, könnte ich jetzt 10, wenn ich nochmal 2 Minuten 30 kriege, 20 Millionen haben, hier nur 15, ist natürlich nur ein Fallbeispiel, muss natürlich nicht sein, so, ne, dass das dann auch eintritt. Aber davon gehe ich zumindest dann immer aus und ja, bisher ist das so auch meine Variante, die ich bisher so benutze.
So, hier natürlich das gleiche, ne? Also das auf jeden Fall sehr nice, aber wir sehen halt, wir kommen in der Erfahrung wirklich sehr, sehr schleppend voran, wie Umzugshelfer. Deswegen werden wir jetzt erstmal nochmal versuchen, ein paar Arena-Kämpfe hier zu machen. Ja, mittlerweile skippe ich hier eigentlich nur alles nochmal so durch, weil ich da tatsächlich ja in letzter Zeit nicht wirklich viel Zeit habe, die normalen 10 Angriffe am Tag so zu machen. Ne? Und ja, hier... Ey, was ist das denn? Habe ich hier meinen... Nee, lol, den habe ich tatsächlich so verloren, den Kampf. Okay, weird. Ja, hier natürlich ganz nice, bekomme ich glaube ich auch nochmal so insgesamt für die 10 Angriffe 3,6 Millionen pro Tag. So, und jetzt fehlen uns noch 10 Millionen. Ne? Also ihr seht, es ist gar nicht mal wirklich so einfach, das Ganze hier zusammenzukriegen. Das heißt 10 Millionen. Jetzt bräuchte ich nochmal eine komplette Daily, damit ich das hier zusammenbekomme an Erfahrung. Und wir schauen mal, wie lange wir dafür brauchen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht hier. Jetzt habe ich mit meinem PvP-Equipment gequestet. Das sollte man natürlich nicht machen. Ja, so eine Quest ist natürlich immer ziemlich bad, die länger gehen als 5 Minuten. Gut, nehmen wir die an. Ich habe tatsächlich die Befürchtung... Ah, okay, doch, sollten wir es schaffen. Wir haben ja noch genug Alu. Ich habe ja heute noch nichts weiter getrunken gehabt. Nur die Befürchtung, dass ich halt tatsächlich vielleicht gar nicht die 550 schaffe, aber das sollte eigentlich was werden. Ne? Deswegen hatte ich kurz überlegt gehabt, ob ich eventuell da nochmal ein bisschen mehr auf Erfahrung gehe. So, ne? Aber ich glaube, das sollten wir auch so schaffen, indem wir hier ganz normal weiter auf Gold spielen. Ne? Weil es, ja, ich kann da Bad News Run gar nicht verstehen irgendwie. Ich meine, gut, der hat natürlich ganz andere Ambitionen gehabt und ein ganz anderes Ziel als ich jetzt so. Hier nehme ich zum Beispiel die 5 Minuten an. Weil er wollte natürlich der erste Spieler werden, der Stufe 600 erreicht und so, ne? Das ist natürlich klar. Das sind natürlich nochmal andere Dimensionen so, ne? Und, ja, aber er muss ja wirklich bei der Questauswahl so wenig Gold bekommen, so wenig Erfahrung bekommen haben, dass das schon echt deprimierend ist, da wirklich noch weiter auf Erfahrung zu gehen. Weil, wie gesagt, früher hatte ich immer Spaß gehabt daran, auf Erfahrung zu gehen, weil sich das immer so gelohnt hat. Ne? Mittlerweile macht mir das nicht mehr Spaß, auf Erfahrung zu gehen, weil ihr seht, was man da an Erfahrung bekommt. Das macht dann auch irgendwie keinen Spaß mehr. So, ne? Und deswegen, ja, zuerst fiel es mir schwer von Erfahrung, weil ich habe ja bis Stufe 500 oder so, habe ich ja pur auf Erfahrung gespielt. Da fiel es mir nicht schwer, weil bis dahin immer noch, ja, hat man immer noch mal eine Quest bekommen, so, das hat gut gescheppert an Erfahrung, so, ne? Mittlerweile, ja, macht mir es aber halt mehr Spaß, auf Gold zu gehen, weil ich da den Reward besser beurteilen würde. Also ja, den Gewinn, den man dadurch dann macht, ist tatsächlich besser, wenn man dann wirklich auf Gold geht und ja, das einfach so hinnimmt, dass halt wirklich die Haupteinnahmequellen die Daily Quest ist, die man jeden Tag macht. Und die Arena-Kämpfe. Und da haben wir es erreicht, tatsächlich Stufe 550. Ja, ging jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht. Ja, ich dachte, wir müssen nochmal ein bisschen was nachtrinken, aber ja, wir haben es auch so erreicht. Stufe 550 auf meinem Magier. Das ist schon cool, das so zu sehen, auf jeden Fall. Alle 50 Level, muss ich sagen, sind jetzt mittlerweile immer komplett krank, was so die Optik angeht. So, ne? Jeder 50. Runde Geburtstag hier quasi von meinem Charakter, indem er ein neues Level feiert. Das ist schon ja, sehr cool zu sehen auf jeden Fall. Stufe 550. Jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen zu 600. Boah, da bin ich nochmal wirklich gespannt, wie das nochmal... Also das wird, glaube ich, nochmal anders dann krass werden. Also, ich meine, im Prinzip steht da eigentlich nur eine Zahl, die da so aufploppt, ne? Aber hinter dieser Zahl, da verbirgt sich halt immer so viel Arbeit, so viel Aufwand, so viel Zeit, die da in so einen Charakter reinfließt. Das hat eine ganz andere Bedeutung für jemanden, der das jahrelang, ja, sich die ganze Zeit diesen Charakter selbst aufgebaut hat, ne? Immer selbst die Alu geklickt hat, immer selbst die Aufgaben erledigt hat und so weiter und so fort. Und jetzt, nachdem man nochmal so einen Schritt gemacht hat, wo man von Erfahrung auf Gold switcht,
hat dieses Level nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn man jetzt pur auf Erfahrung gehen würde. Zusätzlich nochmal so ein kleines bisschen obendrauf, so, ne? Also das ist schon sehr, sehr cool zu sehen und ja, Stufe 550 ist erreicht. 555 wird auch nochmal eine coole Zahl werden auf jeden Fall. Ich meine, jedes Level-Up ist jetzt mittlerweile so, ja, ist nice auf jeden Fall. Man merkt es, weil es so selten vorkommt jetzt mittlerweile, dass man so ein Level-Up macht einfach, ne? Ja, natürlich, ich klicke das jetzt weg, so. Natürlich hilft der Kalender da auch ungemein, ne? Der Aufstieg, der ist da auch ziemlich hilfreich, was auch nochmal ein Grund ist, weniger auf Erfahrung zu spielen ab Stufe 500, weil man halt so viele Nebensachen bekommt, wo man zusätzlich Level aufsteigt, zusätzlich Erfahrung bekommt, dass es sich gar nicht mehr wirklich lohnt, großartig noch weiter auf Erfahrung in der Alu zu spielen, weil da ein viel zu viel Gold halt flöten geht, wenn man sich das aussucht zwischen Gold und Erfahrung. So, ne? Deswegen, man steigt auch passiv relativ schnell auf durch das eine Level-Up im Monat hier im Kalender, also oder durch alle 20 Tage, ne, ist ja nicht mal ein Monat, dann durch die Dailies, dann durch die Arena-Kämpfe und so weiter und so fort, dass sich das schon ziemlich rentiert, wenn man denn tatsächlich dann auch auf Gold geht, anstatt Erfahrung, so, ne? Weil an den Stats merkt man es halt wirklich am besten. Das ist halt schon ziemlich signifikant. Gut, ja, dann haben wir das auf jeden Fall erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, Stufe 550 zusammen hier live mit mir im Video zu zelebrieren. Coole Zahl auf jeden Fall und natürlich geht es jetzt auch danach die Zeit weiter bis Stufe 600. Ist auf jeden Fall das nächste große Ziel. Ja, ansonsten haben wir ja noch kleine Zwischenziele hier so. Ausdauer 20.000 haben wir geknackt. Jetzt natürlich hier die nächsten Ziele weiter auf Intelligenz zu gehen. Erstmal hier die 150.000 Intelligenz voll zu machen hier. Und das sind erstmal so die Ziele, die ich jetzt als nächstes anpeile. Gut, das soll soweit gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.